und willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal ein paar Eselsbrücken zur Fotografie durchgehen. Grundsätzlich können Eselsbrücken ja wirklich sehr hilfreich sein, gerade um sich irgendwelche Regeln einzuprägen oder eben die Theorie in die Praxis leichter umsetzen zu können. Doch natürlich gibt es auch die ein oder andere Eselsbrücke, die vielleicht einfach Quatsch ist. Und das wollen wir uns heute einmal angucken. Hast du die Sonne im Rücken, solltest du den Auslöser drücken. Grundsätzlich ein ganz guter Tipp. Auf diese Weise vermeidet man natürlich unbeabsichtigtes Gegenlicht. Man vermeidet unbeabsichtigte Schatten und harte Schlagschatten, gerade zur Mittagszeit. Also an sich finde ich, guter Tipp, kann man sich merken. Wenn es um Porträts geht, würde ich die Leute aber nicht in Richtung Sonne gucken lassen. Das heißt, wenn ihr mit der Sonne, also wirklich strahlender Sonne im Rücken fotografiert, dann habt ihr das Problem, dass eure Models geblendet werden und die Augen dann zusammenkneifen. Gerade da stelle ich das Ganze gern um, sodass ich mit Gegenlicht arbeite und die Leute halt ihre Augen gut aufkriegen und dann einen schöneren Ausdruck im Gesicht haben. In der grellen Mittagssonne sind die Bilder für die Tonne. Da haben wir das Thema wieder, die Mittagssonne. Die kreiert die unschönen Schlagschatten, weil sie eben zur Mittagszeit sehr weit oben steht und das wollen wir eigentlich vermeiden. Von daher würde ich sagen, ja, auch eine gute Eselsbrücke, die man sich merken kann. Für Schärfe ohne Ende, nimm die kleinste Blende. Den Spruch finde ich sehr, sehr süß, den finde ich auch sehr, sehr passend. Denn das ist einfach Fakt, wenn man eine kleine Blende, also eine große Blendenzahl einstellt, dann bekommt man die intensivste Tiefenschärfe, die weiteste Tiefenschärfe und somit auch insgesamt die meiste Schärfe im Bild. Ganz logisch eigentlich. Bei Kind und Tier nimm Blende 4. Da kann ich nicht so mitgehen. Also klar, wenn man darauf abzielt, dass man einfach eine höhere Blendenzahl einstellen sollte für Kinder und Tiere, die sich viel bewegen, als für statische Objekte und für Porträts, die eben gut stillhalten können, dann ja. Ich persönlich fotografiere aber Menschen nicht unter Blende 8, weil ich einfach die Schärfeverteilung sehr gern mag, zumindest wenn es darum geht, im Studio zu fotografieren. Wenn man draußen ist und man möchte einen recht unscharfen Hintergrund, hat aber nicht so viel Raum, nicht so viel Abstand zwischen Hintergrund und Motiv, dann bietet es sich natürlich an, eine kleine Blendenzahl einzustellen. Dann hat man den schönen unscharfen Effekt. Man muss dann aber auch damit rechnen, wenn man wirklich ganz nah ranzoomt, dass die Schärfeverteilung sehr knapp ist. Also dann kann es eben sein, man hat die Augen gut fokussiert und die Nasenspitze ist schon unscharf. Muss man mögen oder man achtet halt nicht drauf, weil man nicht so nah ranzoomt, dann ist es eh egal. Aber grundsätzlich würde ich bei Kindern und Tieren nicht mit Blende 4 gehen, in Bezug darauf, dass man eine höhere Blendenzahl nutzt als bei stillen Objekten, stillen Porträts, dann ja. Die Sonne lacht, nimm Blende 8. Das ist, glaube ich, der erste Merksatz, den ich so gehört habe, die erste Eselsbrücke, die man in der Ausbildung auch mitbekommen hat. Kommt drauf an. Also je nachdem eben, welches Stilmittel man einsetzt, welche Schärfeverteilung man einsetzt, kann man das nicht pauschalisieren, bin ich der Meinung, dass man, weil die Sonne scheint, auf Blende 8 drehen sollte. Das ist völlig unterschiedlich, je nach Situation, je nach Motiv und je nach Stilmittel. Ist es strittig, mach es mittig. Also mit dieser Eselsbrücke kann ich mich nicht anfreunden. Der Satz spielt natürlich auf Bildkomposition an und Bildaufbau. Doch wenn man im Zweifel einfach das Motiv immer nur mittig setzt, dann hat man schnell eine Reihe von ziemlich einseitigen und öden Fotos. Deshalb, ich würde im Zweifel, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, eher mit der Drittelregel gehen, denn dadurch erschafft man automatisch zwar ein
harmonisches Bild oder einen harmonischen Bildaufbau, doch gleichzeitig auch einen etwas interessanteren, als wenn es immer nur mittig ausgerichtet ist. Unterm Knie schneide nie. Das ist ein sehr guter Tipp, den viele, glaube ich, vergessen oder einfach nicht beachten. Da geht es einfach darum, wenn man Personen hat und die im Ganzkörper fotografiert, dass man dann eben darauf achtet, die Füße dran zu lassen und die nicht abzuschneiden. Und alles, was unterhalb des Knies abgeschnitten sieht im Bild komisch aus, sieht nicht stimmig aus. Wenn ihr das Motiv schneiden wollt, dann macht es immer oberhalb vom Knie. Immer. Vordergrund macht Bild gesund. Das ist auch ein sehr schöner Spruch. Gehe ich voll mit, denn wenn man einen Vordergrund hat, beziehungsweise Elemente einbaut, die die Optik von Vorder-, Mittel- und Hintergrund schaffen, dann erzeugt man automatisch mehr Tiefe im Bild. Das Bild wirkt wieder viel interessanter und bekommt einfach einen großen Mehrwert dadurch. So was Ähnliches habe ich euch schon mal erzählt in meinem Video, wo es um Hintergründe ging und Bildaufbau. Also ich stehe da voll dahinter. Ein schöner Vordergrund kann dem Bild sehr zugutekommen. Nur mit Stativ, da gibt es keinen Streit, gelingt die lange Belichtungszeit. Das ist ein etwas längerer Spruch, aber auch hier sehr logisch. Er trifft natürlich zu. Ja, wenn ihr Nachtfotografie praktizieren wollt zum Beispiel, dann braucht ihr lange Belichtungszeiten und das könnt ihr einfach nicht mehr in der Hand halten. Also das sollte auch zu einer Grundausstattung gehören, zur Kameratechnik ein schönes Stativ, was man eben für Langzeitbelichtungen wunderbar einsetzen kann. Ist das Bild nicht wirklich top, hilft dir auch kein Photoshop. Ich glaube, viele denken, sie können mit der Bearbeitung alles rausholen aus dem Bild, was vielleicht beim Fotografieren schief gelaufen ist oder nicht optimal umgesetzt wurde. Klar kann man einige Sachen korrigieren, klar kann man viel mit Licht, Farbe etc. in Photoshop umstellen und abverändern. Aber merkt euch, ein schlechtes Bild wird nicht gut, nur weil man es auf Teufel komm raus bearbeitet. Fotografierst du deine Bilder roh, wirst du beim Bearbeiten froh. Das zielt natürlich darauf ab, dass man nicht in JPEG fotografieren sollte, sondern eben im RAW-Format. Und der Vorteil liegt einfach da, dass man in der Bildbearbeitung dann viel mehr Spielraum noch hat. Wenn ihr noch mehr solcher Eselsbrücken kennt, dann lasst es mich gern in den Kommentaren wissen. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!